Heute geht es um Asperger-Autistin und darum, sie zu erkennen. Denn seit langem werden Frauen im Autismus-Spektrum eben nicht erkannt. Ob Sherlock Holmes oder Sheldon Cooper, unter Autismus sehen wir im Fernsehen und in den Medien ganz häufig Männer. Was ist denn mit den Frauen? Warum werden sie nicht erkannt? Darum geht es heute. Es geht darum, was immer noch in den Köpfen schwirrt über Autismus und warum eben Frauen oft übersehen werden. Es wird unter anderem auch um die typischen Eigenschaften von Autistinnen gehen und ich werde ein paar berühmtere Beispiele nennen. Herzlich willkommen beim Neurotalk. Ich bin Alice Mustier. Ich arbeite mit neurodivergenten Menschen und unterstütze sie dabei, ihr volles Potenzial zu leben und berate Firmen dazu, aus neurodivergenten Talenten mehr Potenzial zu bekommen. Autisten, das sind doch meist Jungs, oder? So technisch sehr begabte, aber sozial total inkompatible Menschen. So sehr zurückgezogen, schüchtern, oder? So ist das Bild meist, leider, immer noch geprägt. Und häufig liest man immer noch, auch in den Quellen, dass nur 10% der Autisten Frauen wären. Das ist aber lange schon revidiert. Die Ursache dafür lässt sich auf das Gender Data Gap zurückführen. In den damaligen Untersuchungen, wodurch ja die Diagnose dann entstand, nämlich von Hans Asperger, der eben das Asperger-Syndrom kreiert hat oder dem den Namen gegeben hat, besser gesagt. Und er hatte damals hauptsächlich weiße Jungs konsultiert. Okay, weiße Jungs, da sind schon mal Mädchen mit ausgeschlossen und auch Afrikaner etc. Und insofern zeigt das ja schon, dass nicht alle Menschentypen mit beachtet wurden. Und Frauen haben nun mal häufig ganz andere Symptome, autistische Frauen. Das heißt, was wir in dem Diagnosebuch, dem ICD-10, lesen, da stehen halt hauptsächlich die Symptome von männlichen Probanden drin. Was dazu führt, dass die Ärzte, die eben nach diesem Schema schauen und gucken, ob jetzt die Krankheit vorliegt oder nicht, wissen gar nicht, was sind die typischen Symptome denn für Frauen, da das ja eben andere Symptome sind. Neuere Studien von Simon Baron-Cohen haben ergeben, dass Autismus bei Frauen im Endeffekt genauso häufig vorhanden ist, aber eben häufig nicht erkannt wird oder viel zu spät erkannt wird, weil die Ärzte die Symptome gar nicht kennen für Frauen. Das war jetzt schon mal ein Grund, warum Autismus bei Frauen häufig übersehen wird. Aber der zweite Grund ist natürlich auch, wir Frauen haben durch die gesellschaftliche Prägung schon viel eher gelernt, uns anzupassen, sozial zu funktionieren. Ja, Mädchen, du musst doch dich so und so verhalten. Und wenn dann vor allem auch noch eine hohe Intelligenz dazu kommt, dann sieht man ja als Frau eben, sieht Frau halt, wie man funktionieren muss. Also es wird einem ja auch beigebracht, wir nehmen das wahr und wir denken dann, okay, dann versuche ich mich so zu verhalten. Aber es ist halt auch da wieder mit dem Pinguin, wenn ein Pinguin versucht, einen Elefanten nachzumachen, damit er unter der Horde von Elefanten nicht auffällt, dann ist das unglaubliche Anstrengung für ihn. Auch wenn es nach außen hin wird er vielleicht in dem Kostüm eines Elefanten überhaupt nicht auffallen und man wird denken, oh, perfekter Elefant, aber für den Pinguin selber ist es eine unglaubliche Überanstrengung, die ganze Zeit zu versuchen, in einer anderen Rolle drin zu sein. Die Psychotherapeutin und auch selbst betroffene Dr. Christine Preismann sagt, es ist eine Anpassung bis zur Selbstaufgabe. Und ich empfehle auch jeder Person, die eben mehr über autistische Frauen wissen möchte, das Buch Überraschend anders. Ich fand das Buch unglaublich inspirierend und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Da sind viele autistische Frauen, die eben ihre Situationen beschreiben, wie sie sich früher verhalten haben und wie das für sie auch war, als sie die Diagnose dann hatten. Typische Merkmale von Autistinnen: sie fühlen sich anders. Also
Das ist ja generell bei neurodivergenten Menschen eben die Situation, dass sie sich anders fühlen, aber bei Autistinnen nochmal besonders. Und sie beobachten andere genau und kopieren dann die Verhaltensweisen. Sie wirken eben nach außen oft normal, aber sind innerlich sehr angespannt. Also nicht nur angespannt, sondern eben auch unsicher häufig. Sie denken sehr logisch und strukturiert. Sie haben häufig sehr intensive Interessen und verstehen Ironie oder Smalltalk eher schwierig oder auch gar nicht. Und sie brauchen häufig Rückzug und Routine und auch Stille. Und häufig können sie sich sozial auch so gut verkleiden, dass von außen her merken die Menschen gar nicht, wie viel Energie und Kraft sie das kostet. Während Jungen und Männer auf dem Autismus-Spektrum häufig Verhaltensauffälligkeiten zeigen, verschieben Mädchen und Frauen aber ihre Symptome und Schwierigkeiten nach innen. Und daraus entwickeln sich auf Dauer eben psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen. Und der Autismus wird aber am Ende gar nicht mehr erkannt. Und das nennt man eben Masking, das ständige Verbergen der autistischen Merkmale. Und in der sozialen Kommunikation und in der Interaktion sind die ersten Schwierigkeiten nämlich die nonverbale Kommunikation. Also die zu deuten, Gesichtsausdrücke zu deuten. Und dadurch können sie die auch weniger selber nutzen. Und Gespräche einleiten und aufrechterhalten, das kommt eben auch ganz darauf an, ob sie sich für das Thema interessieren. Wenn es ihr Thema ist, dann sind sie voll dabei. Und eben auch mit Mimiken auch Gefühle oder Intentionen zu deuten, fällt ihnen das auch sehr schwer. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass leider dadurch, dass Frauen und vor allem Mädchen Intentionen nicht richtig deuten können, ist es leider schon häufig auch dann passiert, dass sie in der Jugend Situationen hatten, wo sie mit einem Mann alleine waren oder teilweise sogar mit mehreren Männern und nicht gesehen haben, was da für Intentionen hintersteckten. Und dann eben in eine Situation hineingeraten sind, wo sie eben nichts Böses gedacht haben, sondern weil sie eben naiven, gutgläubigen Gedanken so dort hineingegangen sind. Und plötzlich stehen solche Mädchen dann in Situationen, wo sie beispielsweise alleine mit einem Mann sind und vorher eben auch, weil sie die nonverbale Kommunikation nicht verstanden haben, dass der Mann mehr wollte. Und für den Mann aber wiederum ist es dann so, dass er dann denkt, ja, sie hätte doch längst verstehen müssen. Und dann ist es wiederum schwer für ihn, ein Nein zu akzeptieren. Und das heißt, dass autistische Frauen erst viel zu spät ein Nein geben können, sodass sie auch häufiger dann in Situationen reinkommen, wo sie eben sexuell übergriffige Handlungen erleben müssen. Der zweite Punkt, nämlich Festhalten an Routine und Ablaufen, also bestehen auf festen Regeln und so. Also als Kind als Beispiel ganz klare Spielregeln. Und ich sage auch immer, wenn jemand einen Test machen möchte, ist es auch immer wichtig zu schauen, die Fragen, die gestellt werden. Da gebe ich immer den Tipp, sich darauf zu fokussieren, wie habe ich es als Kind wahrgenommen. Weil heute als Erwachsene können wir uns eben so gut verstellen oder teilweise auch in der Peer Group damals in der Schule hatte man eben viele soziale Probleme, weil es ja alles die Peer Group war, mit denen man zusammen sein musste. Wenn man aber das heute vergleicht mit den Menschen, mit denen wir zusammen sein wollen und auch gerne zusammen sind, verhalten wir uns ja auch wiederum ganz anders. Deswegen ist es immer wichtig zu schauen, wie waren die Symptome damals als Kind. Und jetzt noch weiter, repetitive Bewegungen sind auch sehr typisch. Also als Beispiel auch so, wenn man sich freut, so sowas. Und auch bei verschiedenen Reizen die Über- oder auch Unterempfindlichkeit. Ganz egal, ob es jetzt Geräusche, Licht, Gerüche,
Also ganz viele Reize, kommt drauf an. Ein sehr bekanntes Beispiel ist eben Temple Grandin. Oder ich hatte bei einem der letzten Videos auch Vera F. Birkenbiel genannt. Temple Grandin ist eine US-Wissenschaftlerin, die vor allem zu Rinderzucht geforscht hat. Sie ist eine der bekanntesten Autistinnen weltweit. Sie sagt immer, sie denkt in Bildern und Worte kommen bei ihr immer in zweiter Sprache. Sie hat vor allem das Verständnis für Autismus weltweit verändert, weil sie eben öffentlich über ihre Erfahrungen als Autistin gesprochen hat. Über ihre Reizüberempfindlichkeiten, aber auch über ihre Stärken. Und auch die Kölner Autismusstudie von Lehnhardt hat 2011 gezeigt, dass viele Autistinnen in Beziehungen leben. Viele haben auch Kinder, aber mehr als die Hälfte berichtet von depressiven Symptomen und sogar 11% haben von Suizidversuchen geredet. Und häufig ist es dann auch eben, dass die Frauen erst durch die Diagnose der Kinder, zum Beispiel durch die Diagnose der Söhne, weil die Söhne wiederum aggressives Verhalten in den Schulen zeigen, erst dadurch kommen die Frauen darauf, dass sie selbst eben auch Autismus haben. Und die depressiven Verstimmungen oder auch die Suizidversuche kommen daher, weil sie über Jahre sich im Endeffekt nicht zeigen konnten und sich unterdrückt haben. Ich hatte einmal in der Zeitung Zeit, eine schöne Reportage gelesen von einer Autistin. Diana hieß die Frau und sie war Ehefrau, Mutter von 4 Kindern. Und von außen war alles perfekt. Nur innen war es für sie eine Daueranspannung. Sie verstand die Welt nicht und auch wiederum verstand niemand sie. Oder sie fühlte sich nicht verstanden. Irgendwann hat sie sich von ihrem Mann getrennt, ist aus dem Haus gegangen und als sie die Diagnose bekam, Asperger-Syndrom, war es für sie wie eine große Erleichterung. Sie hatte gesagt, es ist das Beste, was mir je passiert ist, weil sie eben endlich wusste, ich bin nicht falsch, ich bin einfach nur anders und das ist okay. Und warum wir mehr über Autistinnen sprechen müssen, ist, weil immer noch viele darunter leiden, ohne zu wissen, warum. Und es ist wie bei der Hochbegabung, Mädchen werden oft stiller, nehmen sich zurück, aber bekommen keine Verhaltensauffälligkeiten. Wie häufig die Jungs, die durch die Verhaltensauffälligkeiten erkannt werden und eben eine Diagnose bekommen und dann eben auch Therapie oder andere Unterstützung. Die Mädchen kehren sich immer mehr in sich, werden dann eben depressiv etc., aber bekommen eben keine Hilfe und vor allem nicht für das, was sie eigentlich bräuchten. Und warum wir mehr über Autistinnen sprechen sollten, weil Frauen sind eben nicht zu sensibel, sondern vielleicht auch einfach neurodivergent. Und es ist auch keine Schande, anders zu denken und anders zu sein, sondern wir sollten anfangen, das Anderssein zu würdigen, statt es zu übersehen oder sogar auszugrenzen. Autistische Frauen sind eben keine Randerscheinung, sondern sie sind mitten unter uns. Leise, sensibel, strukturiert, stark. Und es ist wichtig, sie zu erkennen, sie zu unterstützen und sie nicht ständig in Rollen reinzudrängen, wo sie sich eben nicht wohlfühlen. Vor allem die typische Frauenrolle ist häufig auch schwierig für Autistinnen, weil sie sich eben durch ihr logisches Denken nicht so damit identifizieren können und sich manchmal auch mehr männlich fühlen. Aber oft werden sie eben übersehen, weil sie nicht auffallen wollen, weil sie gelernt haben zu funktionieren. Aber genau deswegen brauchen sie eben Sichtbarkeit und vor allem auch Anerkennung. Und vor allem brauchen sie echte Unterstützung. Wenn du dich selbst in diesem Video wiedererkennst oder vielleicht auch jemand kennst, die ist auch anders, dann teile es mit ihr. Abonniere jetzt meinen Kanal und drück die Glocke. Und ich freue mich, auch einen Kommentar von dir zu bekommen. Denn hier geht es genau um die Themen. Um leise Stärke, neurodivergente Lebenswege und um einen liebevolleren Umgang mit dem, was in unserer Gesellschaft leider häufig zu kurz kommt. Und vergiss nicht, du bist nicht falsch.
Du bist einfach nur anders.